Monaten Zentral- und Mittelamerika ist es Zeit für uns weiterzuziehen. Wir haben in dieser Zeit viele tolle Erfahrungen gemacht, nicht nur neue Orte und Kulturen kennengelernt, sondern auch viele Momente gesammelt, die für uns immer in Erinnerung bleiben werden. Sei es die Hitze, das ständige Schwitzen, die 1000 Mückenstiche, das wunderschöne Meer, das Essen von den Streetfood-Ständen, die Menschen, die wir trafen und von denen manche zu Freunden wurden. Das alles wird uns für immer begleiten. Wir sind dankbar für die Möglichkeiten, die uns gegeben wurden, Teil einer Community zu sein, auf ein Haus und eine Katze über einen längeren Zeitraum aufzupassen, einen Straßenhund zu verpflegen und ein neues Zuhause zu geben, auf eine Bootstour zu gehen und das Meer zu erkunden und unverhofft Schildkrötenbabys zu retten. Wir haben uns mit Krankheiten abgewechselt. Jeder von uns musste schon 2-mal Antibiotika nehmen und wenn es hochkommt, waren wir beide wahrscheinlich nur einen Monat gesund. Trotzdem würden wir diese Reise für nichts in der Welt eintauschen. Es gab Höhen und Tiefen und am Ende überwiegen die schönen Erinnerungen. Trotzdem war es für uns an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Wir begannen die Vorzüge eines geregelten Alltags zu vermissen und benötigten das Gefühl, Menschen vertrauen zu können. Termine, die eingehalten werden, wenn man etwas verabredet, Preise, die festgelegt sind, Busse, die fahren, Essen ohne Durchfall, ein funktionierendes Müllentsorgungssystem, soweit das möglich ist, Grenzkontrollen ohne Überraschung. Da es schon immer Timos Traum war, einmal als Dachdecker in Neuseeland zu arbeiten, bewarben wir uns kurzerhand für ein Working Holiday Visa. Und als die Bestätigung für die Visen kam, haben wir natürlich den günstigsten Flug gebucht. Auf geht die wilde Reise von 65 Stunden von Cancun, Mexiko, über New York nach Hawaii und schließlich nach Auckland, Neuseeland. Falls dir unsere Videos gefallen, dann würden wir uns freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und uns ein Abo dalässt. Border Control bestechen und dann der Subway Richtung Manhattan. Sind wir schon in New York emigriert worden. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf unsere Koffer und fahren direkt zum Times Square. Und, aber es ging sehr einfach. Das ging sehr einfach. Officer Lin hat uns quasi gut willkommen gehießen. Fingerabdruck links, Fingerabdruck rechts. Welcome in America. Too easy. Then move quickly to board the train. Ich bin hier. Auf geht's. Jetzt sind wir im Zug. Die große Hürde ist geschafft. Und ich denke, jetzt können wir tatsächlich ein paar Stunden Spaß haben hier. Geld ausgeben, ja. Spaß haben, ja. Okay, jetzt geht's los, das New York Adventure. Wir sind am Times Square, haben 16 Stunden bis zum nächsten Flug. Bisschen erkunden, bisschen Sightseeing. Aber natürlich auf Sparflamme, was hier nur so halb möglich ist. Weil es ist echt teuer, ich glaube mehr als 16 Stunden können wir uns auch tatsächlich gar nicht leisten. Und dann gucken wir mal, wie teuer Hawaii ist, weil ab sofort nehmen wir das Jet-Set-Leben. Wo bin ich? Habe ich den da gefunden? Ja, hallöchen. Sind Sie in New York?
peinlich werden. Chiara und ich kennen die Central Station nur aus Madagaskar. Und wir wissen nicht, ob sie das ist, aber wir werden es jetzt rausfinden. Okay. Also Filmbildung ist auch Bildung. Wir haben sie gefunden. Oh. Im Central Park. Leider ist es schon dunkel. Wir haben schon lange gebraucht, hier hinzukommen. Wir laufen jetzt hier noch kurz durch und dann machen wir uns schon auf den Weg zum JFK-Flughafen. Ja, letzte Hürde, die New Yorker Subway nehmen. Und dann verbringen wir eine gute Nacht am Flughafen. Hoffentlich gibt es da Wi-Fi und wir können unsere Kissen mitnehmen und dann schlafen wir ein bisschen da. Jetzt geht's der Subway zum Flughafen. Ticketkaufprobleme haben wir gelöst. Eine nette New Yorkerin hat uns eingeladen und hat ein Ticket für uns gekauft, weil wir nicht genügend Wechselgeld hatten. Wir haben zwar Geld, aber konnten es nicht passend zahlen. Jetzt gehen wir in die U-Bahn, hier riecht schon lecker nach Pisse. Und wir sind mal gespannt, wo die Reise hinführt. Die I nach Jamaika fahren wir. Kurz nach 11. Shrimps on Tour treiben sich in Queens rum. Wenn das nicht gefährlich ist. Ja, das nächste Land wie immer ein gefährliches Marius. Kleines Fazit vom Tag einsprechen. War mega geil. Also total überwältigend. Ich glaube, ich bin die ganze Zeit nur mit offenem Mund rumgelaufen, weil das einfach so viele Eindrücke sind. Vielleicht fangen wir erstmal an, wie wir angekommen sind, weil das haben wir auch gedacht, das wird total stressig. Es fing ja schon damit an, dass überhaupt keine Schlange war und wir direkt rangekommen sind. Und dann 2 Fragen gestellt wurden. Was macht ihr hier? Woher kommt ihr? Und wo wollt ihr hin? Genau. Das war's. Visas sind hinterlegt elektronisch. Sie sehen das an unserem Reisepass. Fingerabdrücke werden obligatorisch jedes Mal genommen. Kein Corona-Test, kein Impfpass zeigen. Ich glaube, solange du durch die USA durchreist, brauchst du das auch alles gar nicht. Und dann sind wir von da aus direkt in den Zug geleitet worden, sind super problemlos mit dem Zug und der Subway in die Innenstadt nach Manhattan gekommen, waren direkt auf dem Times Square, das hat wirklich eine Stunde gedauert. Ja. Dann sind wir da angekommen und wurden direkt von den 2 Dudes empfangen. Boah, das war wie in einem Film, so wie man sich das vorstellt. So 2 lockere Typen halt einfach. So afroamerikanische Dudes, die an der Ecke gehasselt haben. Die haben Wasser und Chips. Richtig Spaß hatten bei ihrem Job. Die waren 2 Dudes, die untereinander sich gut verstehen, Schnaps an der Ecke gesoffen haben und Wasserflaschen an Touristen verkauft haben. Und die hatten auch richtig gute Tipps, weil der meinte direkt so, ja, verstanden noch irgendwo eure Rucksäcke, was ja in erster Linie eine tolle Idee ist, aber als wir dann zurück in die U-Bahn-Station gegangen sind, wo angeblich welche sind und mit den Officern da gesprochen haben, meinten die so, ja, macht das besser nicht, die werden hier gerne mal aufgebrochen und das kann man halt gar nicht gebrauchen. Deswegen haben wir uns dann doch entschieden, die Rucksäcke mitzuschleppen, was scheiße anstrengend war. Ja, also unsere Rucksäcke wiegen Minimum 20 Kilo pro Person, plus das Equipment, was in meinem Rucksack noch drin ist, sind locker nochmal 5, 6, 7, 8, 9 Kilo, vielleicht auch 10. Also ich trage 30 Kilo und die Chiara mit ihrem Vordergepäck bestimmt 25 Kilo. Ja. Und das ist schon geisteskrank. Wir sind zum Times Square und dann saßen wir da erstmal, weil wir eine Pause brauchten und uns alles angeguckt haben. Und dann auf einmal, ich drehe mich um und sehe ich da einen nackten Mann stehen.
Einfach Ich komplett habe nackt. auch noch direkt auf den Penis drauf geguckt. Mit einem Ich war so super kleinen geschockt. Ich Schmiede. so, oh Gott. Vor allem hier sind 16 Grad. Also wir haben auch gemerkt, wir müssen uns erstmal akklimatisieren. Ich habe einen Top an, ein langärmeliges. Den ganzen einen Tag die Pulli, Jacke angehabt und Leute sind in Regenjacke T-Shirt noch. an uns vorbeigelaufen. Ja, oder halt nackt. Oder nackt. Und dann hat dieser Typ, ist der da hoch und runter gelaufen. Alle haben den gefilmt, alle haben gelacht. Dann hat er da noch gepostet. Oh, wird nicht hingespottet. Ich hab gedacht, der kackt gleich dahin. Ja, auf jeden Fall, nachdem das passiert ist, sind wir ins Starbucks gegangen. Das war auch die reinste Überforderung. Man wird gezwungen, Trinkgeld zu geben. Ja, das wird einfach oben drauf gerechnet. Man das- wird gar nicht erst Das gefragt. ist so weird und alles ist übertrieben teuer. Wir sind nur einen Tag hier gewesen und haben Teuer. jetzt knapp rund um $200 ausgegeben. Wir haben Für noch Essen und Zug. Broadway runter, die Fifth Avenue wieder hoch bis zum Central Park. Haben am Central Park an einem Streetfood-Stand den obligatorischen Hotdog gegessen. Und Das waren auch einfach pro Mahlzeit. Ich hatte einen Falafel-Gyros. absolute Abzocke. Klischeehaften Dingen, die wir so in New York uns vorgestellt haben und machen sollten. Hotdog essen, Central Park, Fifth Avenue und Broadway mit ein bisschen Times Square Action. So, das ist alles ziemlich Und das nah reicht auch aneinander. vollkommen. Ich bin Ja. so fertig. Am Ende des Tages wahrscheinlich eine gute Zeit mit einem sehr, sehr kleinen Budget in New York gehabt und eine Woche ist unvorstellbar teuer für uns. Ja. Und dann wäre das Budget aufgebraucht, ganz ehrlich. Ja. Bin ich lieber auf Durchreise, habe 16 Stunden Delay und Und kannst trotzdem sagen, dass du es gesehen hast. ja, und Das ist halt schlaf hier noch 2-3 Stündchen im Flughafen vielleicht und morgen früh um 7 Uhr können wir schon unsere Rucksäcke abgeben. Und wir haben so einen guten Eindruck von New York. Ja, Die Leute sind so total. ultra freundlich, die haben uns überall geholfen, die haben uns den Die Weg haben auch alle geleitet. gute Laune gehabt. Da hat sich keiner irgendwie. Keiner. Und es ist ultra gemütlich. Voll entspannt. So, jetzt haben wir uns ein bisschen frisch gemacht, gefrühstückt, ein bisschen Deo drunter geschmiert. Jetzt rauchen wir noch eine und dann gehen wir noch in Check-in und dann fliegen wir schon. Nach Hawaii. Nicht mehr lange, dann sind wir endlich da. Haben ein kleines Also in Hawaii. haben aber auch noch ein kleines Zwischenupdate zu machen. Wir wurden umgesetzt in die letzte Reihe, wie ihr seht, weil ich eine kleine Auseinandersetzung hatte mit einem Dude, der so, ich würde Mitte 30 schätzen, und sitzt mit seiner Frau da und hat ein Kind und verhält sich leider wie ein Sechsjähriger, weil ich meinen Sitz nach hinten machen wollte, so wie die Frau vor mir auch und so wie alle Leute hinter mir das auch machen dürfen normalerweise, weil man sitzt 11 Stunden im Flugzeug und will ein bisschen schlafen, vielleicht nach 11 Stunden am Flughafen. Und ja, beim ersten Mal wurde schon der Security-Mann gerufen, da dachte ich, das wäre meine Schuld. Beim zweiten Mal habe ich ihn gekonnt ignoriert und beim dritten Mal ist er ausgeflippt und hat dann mit seinen Knien meinen Sitz von hinten blockiert und wie so ein kleines Kind halt gegen den Sitz gedrückt. Und dann habe ich vor versammelter Mannschaft den mal über ein Flugzeug aufgeklärt, wie man sich in einem Flugzeug verhält. Und ja, Du bist zur Stewardess gegangen und hast gefragt, ob es noch andere Plätze gibt, damit wir das wie Erwachsene lösen können und nicht so habe ich es gelöst. weiter abpacken müssen und dann Resign this zwei Plätze frei. Ist zurückgekommen und gesagt, okay, wir regeln das jetzt hier wie Erwachsene, wir setzen uns um, dann hast du mehr Platz und ich werde wahrscheinlich auch mehr Platz haben. Fertig. Und danach kamen noch 2 Leute und haben mich gelobt für den Erwachsenenverein. Weil er hat nach Streit gesucht. Ja, übel. Es ist halt unnötig. Das ist Lange Rede, gar keinen Sinn, wir sind bald in Hawaii. Zack, und in Hawaii.
Chiara noch nicht umgezogen. Ah, ich könnte auch mal hier. Chiara hat 6 Lagen an, war kalt in New York. Oh, arschkalt. Jetzt stehen wir hier einfach am Flughafen. Ohne Immigration, ohne alles, aus dem Flugzeug ausgestiegen, kannst direkt auf die Straße gehen einfach. Das ist schon merkwürdig. Hi. So, wir sind jetzt mit dem Bus vom Flughafen weggefahren. Nach Waikiki. Ja, bei Kiki sieht ganz schön schäbig aus, also haben wir uns tatsächlich paradiesischer vorgestellt. Sonntag ist hier natürlich auch tote Hose. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um irgendwie jetzt an den schönsten Strand von Hawaii zu fahren. Aber wir haben uns entschlossen, hier ist das Wasser, da vorne geht die Sonne langsam unter. In einer halben Stunde ziehen wir uns hier den Sonnenuntergang mit ein bisschen alkoholischer Begleitung rein. Und dann haben wir das auch erledigt. Sonnenuntergang auf Hawaii ist abgehakt. Was will man mehr auf der Bucketlist? Ja, da ist die alkoholische Unterstützung in Chiaras Hand. Trinken ist hier natürlich illegal auf der Straße. Watch the gap. Jetzt sind natürlich wieder fehl am Platz mit unseren Riesenrucksäcken. Pass bitte auf deinen Rucksack an der Kasse auf. Chiara hat schon fast einen halben Starbucks mit ihrem Rucksack abgerissen. Man hat auch keiner was gesagt. Verräter. Und jetzt versuchen wir uns schnellstmöglich wieder an den Strand runter zu mogeln. Und dann ziehen wir uns ein paar Bier rein und haken wieder ein kleines Häkchen auf der Bucketlist unseres Lebens ab. Dann haben wir innerhalb von 48 Stunden New York und Hawaii abgehakt. Cancun, New York, Hawaii. Cheers. Meine wunderschöne Verlobte. Wir sind einfach in Hawaii. So krass. In Waikiki auch noch. Richtig verrückt. Und heute Abend wieder schön schlafen am Flughafen. Wahrscheinlich eher hier in der Mall. Ich fühle mich hier in der Mall viel lustiger. Irgendwie, glaube ich, sehe ich uns eher vor so einem Cartier-Laden oder vor so einem Gucci-Store schlafen. Gott. Da schmeißen wir uns mit Sicherheit raus. Wären da hinten nicht die ganzen Obdachlosen, hätte ich auch gar kein Problem, hier mein Zelt aufzubauen. Hier, ne? Ja, ja. Ja, ich auch. Ich glaube auch tatsächlich, man kann sich hier ziemlich lange abends am Strand aufhalten. Ja, glaube ich auch. Naja, mal schauen, was wir machen. Wir gehen auf jeden Fall nachher, da hinten ist eine Mall, da gehen wir auf jeden Fall was essen. Bringen noch ein paar schöne Stunden. Und dann nehmen wir irgendwann den Bus zurück zum Flughafen. Tipp am Rande, nehmt immer die Local-Busse, die sind die günstigsten. Und ich habe auch vorhin noch überlegt, wir müssen unsere Reisetipps erweitern mit immer am Flughafen erstmal WLAN benutzen und sich orientieren. Ja, keine überstürzigen Übersturzhandlungen. Ja. Ja, das ist geisteskrank, wie viel Geld man da ausgeben kann, weil man denkt, man müsste schnell vom Flughafen Oder weg. weil man gestresst ist Ja. und sich belabern lässt, Ja. anstatt mal 5 Minuten hinzusetzen, eine rauchen oder auch Ja. einfach nur mal durchatmen, Und dann- WLAN benutzen, gucken, wo man ist. Ja, und gucken, wie man da wegkommt, weil, Genau. weil wenn man da denkt, boah fuck, ich muss jetzt ganz schnell in mein Hotel oder boah fuck, ich muss ganz schnell irgendwo hin, da warten die drauf, und das ist ihre Masche. Und das ist auch egal, wo man ist, am Flughafen oder an der Grenze, es fährt immer ein Bus.
Auf zum Essen. So ist es manchmal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Dachten, wir könnten in der Mall schön was essen gehen. Pustekuchen. 7:45, Primetime, Freunde. Wenn ich Präsident von Hawaii wäre, gleiche wie in Mexiko. Klimaanlagen auf öffentlichen Toiletten und frittiertes Hühnchen nach 8. Mehr will ich gar nicht. Schmeck's in allen Knochen. 50 Stunden nicht schlafen ist nicht gesund. Was uns nicht umbringt, macht uns manchmal auch einfach nur krank. Weisheiten. Ja. Flugzeuge mit Betten, sag ich dir. Das ist echt so. Das Timing, die hat gerade ihre Tasche gepackt, um zu gehen. Nein. Ja. Boah, geil. Also wenn das nicht authentisch ist, weiß ich auch nicht. Authentic Rübschen. Oh meine sind auch einfach noch ganz Einfach Laden geschlossen. So sieht die bittere Realität aus. Vom Traumstrand zum Flughafen zurück. Oh, sehe ich fertig aus. Hoffentlich kriegen wir eine Mütze Schlaf, bevor wir morgen früh weiterfahren, fliegen. So wird geschlafen. Glücklicherweise läuft hier die ganze Nacht einschläfernde hawaiianische Musik. Na, hallo. Sieht man aus, was wir sagen. Das ist kein Leben mehr. Ja, doch, das ist so, ich habe manchmal wie gesagt, ich sehe aus wie ein Falter. Aber hier. Auf der anderen Seite. Alter. Ich glaube, ich möchte gar nicht mehr.